Hi, ich bin Alex von meinbafög.de und in diesem Video erkläre ich dir alles zum Thema BAföG-Höchstsatz. Also bleib dran und viel Spaß bei dem Video. Was bedeutet BAföG-Höchstsatz? BAföG-Höchstsatz ist der maximale Betrag, den du monatlich für deinen Lebensunterhalt und deine Ausbildung bekommen kannst. Also der Betrag, der monatlich auf dein Konto überwiesen wird. Diesen Betrag nennt das BAföG-Gesetz Bedarf. Der Höchstsatz im BAföG ist also der rechnerisch höchstmögliche Bedarf. Dieser richtet sich insbesondere danach, wie du kranken- und pflegeversichert bist, ob du zu Hause bei deinen Eltern oder allein bzw. in einer WG wohnst und welche Ausbildung du absolvierst, also ob du Schüler bzw. Schülerin oder Student bzw. Studentin bist. Wie setzt sich der BAföG-Höchstsatz zusammen und wie viel BAföG kann ich maximal bekommen? Der höchstmögliche Bedarf setzt sich, wie bereits erwähnt, aus der Ausbildungsform, der Wohnsituation und deinem Versicherungsstatus zusammen. Als Schüler oder Schülerin bekommst du zum Beispiel 247 € monatlich, wenn du auf eine Berufsfachschule gehst. Solltest du nicht mehr zu Hause wohnen, kommen 338 € monatlich hinzu. Somit ergeben sich in dem Fall schon mal 585 € pro Monat. Als Student oder Studentin an einer Uni oder Fachhochschule bekommst du 427 € pro Monat. Hinzu kommen 56 € pro Monat, wenn du während deines Studiums zu Hause wohnst und 325 €, wenn du nicht mehr zu Hause wohnst und die Wohnung, in der du lebst, nicht im Eigentum deiner Eltern steht. Bei dieser Rechnung kommst du also auf bis zu 752 € monatlich. Ausgehend von diesem Betrag werden 84 € monatlich für die Krankenversicherung und 25 € für die Pflegeversicherung hinzuaddiert. Dies gilt für Schüler, Schülerinnen und Studierende. Voraussetzung dafür ist, dass du dich selbst versicherst und nicht Teil der Familienversicherung, zum Beispiel deiner Eltern bist. Sollte letzteres der Fall sein, entfällt nicht die gesamte Förderung. Lediglich dieser konkrete Zuschlag für die Versicherung geht verloren. Folgen wir unseren Beispielen mit den Zuschlägen für Kranken- und Pflegeversicherung, kommen wir also auf einen maximalen Bedarf in Höhe von 704 € monatlich für einen Schüler oder eine Schülerin an einer Berufsfachschule und 861 € monatlich für einen Student oder eine Studentin. Wer bekommt den BAföG-Höchstsatz? Den BAföG-Höchstsatz, also den maximalen Bedarf, bekommt derjenige, der die oben genannten Voraussetzungen erfüllt, also selbst versichert ist, eine förderungsfähige Ausbildung macht, also zum Beispiel eine Berufsfachschule besucht oder ein Studium absolviert, nicht mehr bei den Eltern lebt und selbst kranken- und pflegeversichert ist. Außerdem darf das eigene Einkommen im Zeitraum der Förderung sowie das eigene Vermögen und das Einkommen der Eltern gewisse Freigrenzen nicht überschreiten. Überschreiten das Einkommen oder das Vermögen diese Grenzen, dann wird das BAföG entsprechend gekürzt. Du erhältst also nicht mehr den Höchstbetrag. Wie genau die Berechnung erfolgt, das erklären wir dir in einem anderen Video. Gibt es sonst noch weitere Besonderheiten? Natürlich, wir leben in Deutschland, im Land der unbegrenzten bürokratischen Möglichkeiten. Für Auslands-BAföG gibt es zum Beispiel Besonderheiten, die den Grundbedarf betreffen. Dieser steigt bzw. ist höher, je nachdem, in welchem Land du den Auslandsaufenthalt einlegen willst. Außerdem gibt es einen Zuschlag für die Reisekosten. Wie genau sich die Förderung beim Auslands-BAföG zusammensetzt, auch das haben wir dir in einem separaten Video aufbereitet. Bei allen Informationen aus diesem Video gilt es eine Sache zu beachten. Wir haben jetzt Anfang 2022 und die neue Bundesregierung aus SPD, FDP und den Grünen hat sich vorgenommen, das BAföG stark zu reformieren und zu modernisieren. Das bedeutet, dass sich gesetzliche Vorschriften ändern werden und dass dies eventuell dann Auswirkungen auf den BAföG-Höchstsatz hat. Wie genau das Ganze aussehen soll und welche Auswirkungen die Reform für dich, den BAföG-Höchstsatz und den BAföG-Antrag hat, das sehen wir erst, wenn es die entsprechenden Gesetzesentwürfe gibt. Wir halten dich dazu natürlich auf dem Laufenden. Abonniere am besten diesen Kanal oder unseren Newsletter, damit du wichtige Informationen zum BAföG nicht verpasst. Wenn du noch Fragen zu dem Thema hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Das Team von meinbafög.de wünscht dir jetzt erst einmal viel Erfolg bei dem BAföG-Antrag. Bis dahin, alles Gute.